Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Coastguard. Es geht weiter. Wir haben von diesem Geisterschiff, welches es jetzt ist, da gab es wohl eine Saboteurin und die werden wir jetzt hier im Gemeinschaftsraum vernehmen. Das ist ja wohl nicht der hier, ne? Das ist auch geil, ne? So eine fette Glotze hier vorne und dann hier so eine Sitzecke, das hat schon was. So, wo sind die? Ist es das hier? Nein, das ist eher so die Speisekammer. Das hier ist so eine Art Gefängnis. Das hier ist ja wohl dann Toilette, die dicht ist. Ach, guck an, so ein richtiger Verhörraum. Dann gehen wir mal rein. Nehmen wir mal Platz. So, erstmal wieder zumachen. And now to you. So, wie heißen Sie? What's your name? Fatima. Ach, das ist Fatima. So, haben Sie den Schiffsmotor manipuliert? Did you manipulate the ship's engine? What? Is that what you think? Eigentlich glaube ich, Sie sind unschuldig. Ach, das ist jetzt... Ach, jetzt sind wir hier, können wir guter Kopf, böser Kopf. Wir wissen ja, dass sie gut ist. Ich bin mal der böse Kopf. Doesn't look good. You were the only person left on the ship. And somebody had to be piloting the ship. Not me! Then who was it? Oh, scheiße. Jetzt verärgern wir die. Santa Claus? He fled with his men. Shortly before they started shooting at the ship. They just left us there. I was just trying to repair the engine. I wanted to get the fire under control so that we could survive. Okay, warum waren Sie auf dem Flüchtlingsschiff? Eigentlich glaube ich ihr ja. What kind of question is that? I wanted to cross the ocean. So, wieso waren Sie im Maschinenraum? Ja, das hat sie eigentlich schon gesagt, weil sie es reparieren wollte. I just happened to be down there coincidentally when the engine exploded. So, zufällig? You just happened to be down in the engine room, coincidentally. Why was that? The smuggler called me down below deck. I guess he'd taken a liking to me. So, also kannten Sie die Schlepperbande doch. So you did know the smugglers? No. I was a refugee like everybody else on board that ship. He just thought I was pretty, but I didn't play along. He told me I could escape with him and that the others were doomed anyway. So, was passierte dann? What happened then? He got really angry. He said that if he couldn't have me, then I could just drown along with the other refugees. He locked me in the engine room and must have gotten into the lifeboat and fled. Shortly afterwards, shots came flying into the engine room. He was shooting at us. Ja, hat sie sich wohl den Falschen ausgesucht, beziehungsweise hätte sie den nicht einfach schöne Augen machen können? Ich meine, bis sie irgendwie festen Boden unter den Füßen hat? Ja, kann leider nur das antworten, ne? Why would he do that? After all, it must have been his ship. I don't know. Let's talk about something else. What else? Well, if I can summarize your story so far, you have an argument with the skipper and he has nothing better to do than to shoot at his own ship to get back at you? His ship, probably his biggest source of revenue. You're then stuck in the engine room and are trying to get an engine fire under control. I gotta say, that isn't too believable. I'm going to have to keep questioning you. So, Sie sind Mechanikerin. So, you're an engineer. Yes. Engineering is my dream. I already started tinkering around with my dad's car when I was a kid. I want to do what I love. Die hat ein nervöses Zucken an der Oberlippe. So, ich bespreche mich mit meinem Kollegen. I'm going to discuss this with my colleague. Ja, ich glaube ihr ja. Klingt zwar alles komisch, aber ich glaube ihr das.
So, cool. Man, was sagst du denn? Hello? So, was hältst du von Fatima? Oder sagen wir, kommen wir mal gleich dahin. Willst du die Verdächtige You want to verhören? question the suspect, Coleman? No, it's fine. I'm sure you can handle it, Finn. So, was hältst du von ihr? What do you think of Fatima, Coleman? I'm skeptical. What was she doing in the engine room? Maybe she was destroying evidence and covering for her husband who organized the whole thing. So, und sie behauptet, sie sei beschossen She says worden. the ship was being shot at. Why would someone be doing that unless they were trying to destroy evidence? We can't prove it anymore, that's for sure. The ship has sunk and the other refugees won't say a word. Maybe it really was just an unsafe ship. The engine fire could have been caused by anything, really. You know that there have been a huge number of refugee ships sinking lately. We can hardly keep up with our rescue missions. The Border Control Agency is already under a lot of pressure because they don't seem to be able to stop the refugees from heading out in those derelict, dangerous ships. I'm surprised those things even float, but I'm still skeptical. Gut, was sollen wir denn mit ihr machen? Okay, what do we do with her? We should probably hand her over to the authorities on land. I can already start preparing her asylum application. All right, agreed. I'll let her know and then we can take her into custody. Na, da wird sie sich freuen, wenn sie direkt einen Asylantrag in die Hand bekommt. Gut, dann sagen wir ihr mal das Ergebnis. Oh, Entschuldigung. And now to you. Ach, nicht so aggressiv. So, wir bringen sie an ihr We'll Ziel. get you to your destination. Really? Finn, what are you doing? We discussed that kind of stuff jointly beforehand. Excuse me, Coleman? Ich dachte, Sorry, I das wäre really can't beides say too okay. much on the topic at the moment. So, aber wir versuchen es We'll get you to nochmal. your destination. Really? Finn, what are you doing? We discussed... Excuse me, Sorry, I really Oh, can't say too schade. much on Hätte ja the sein topic können, dass at der the sauer moment. wird. So, mein Kollege wird sich um den My Asylantrag colleague will kümmern. take care of the asylum application. Until then, I'm afraid we're going to have to take you into custody and keep you in our cell. You really want to lock me up? Yes, at least until the authorities in your country of destination can take you in. Defoe, this is MSC. Over. This is an emergency. A Ro-Ro ferry has caught fire. It just keeps coming today. Okay, MSC, we're on our way to the Ro-Ro ferry. I've already programmed in the new waypoint, so let's pilot the Daniel Defoe over there. So, ein Fährenbrand. Tja, was machen wir jetzt mit ihr? Oh, ist sie schon in der Zelle? Ah, es tut mir irgendwie leid, ne? Fatima. So, wir mögen die ja bestimmt, oder? Brauchen sie irgendwas? Do you need anything? I think I'll manage. I'll be back. I'll be back. So, dann. Auf geht's ans Steuer. So, ich glaube F1, ne? Das ist, glaube ich, die richtige Wahl. So, dann drehen wir mal kurz. Und dann können wir mal eben diese Löschpumpen hier vielleicht mal eben ausschalten. So, und dann wieder F1. Können ja mal durchswitchen hier. F2 sind so die verschiedenen Ansichten. So, hier, gut, da geht er dann natürlich hin. Das ist zum Löschen, das ist Bug. Heck. Bug ist auch ganz cool, aber am besten kommt eigentlich die hier. Ja, und da muss man immer ein bisschen geduldig bleiben, das dahin zu fahren, weil das ist doch ganz schön weit immer. Das ist natürlich kein Vergleich zu den Entfernungen auf dem offenen Meer natürlich. Aber trotzdem. Für so ein Spiel dauert es schon ganz schön lange. Ja? 10 Minuten spielen, 5 Minuten fahren. Vielleicht geht es ja schneller, wenn wir ein bisschen rauszoomen. Okay, das ist schon das, was am meisten rausgezoomt ist. Oh,
Boah, da brauchen wir echt lange, ne? Wahnsinn. Wenn jetzt wenigstens ein bisschen Musik wäre. So, sonst können wir auch hier, was war das? F6, F7. So, und dann schippern wir da mal schnell rüber. Hier haben wir unsere Coastguard-Flagge. Was ist Finn, jetzt what los? was that? I don't know. The ship isn't moving. Blackout? Total breakdown? Crap. Oh And we je, don't was have a jetzt? technician on hand to get the Defoe back up and running. Really, a less than ideal situation considering the bad weather we're in. And the Ro-Ro ferry needs our help. MSC, the Defoe isn't moving. Blackout. Can you get her up and running again? We're trying, but we don't have the necessary know-how on board. Ja, das ist ja eigentlich schon, wie soll ich sagen, ein wenig typisch. Schließlich haben wir jetzt eine Mechanikerin da. So. Gehen wir mal rein. Und ich glaube, wir müssen die Fatima mal fragen. Fatima, Wir haben ein Problem. we have a problem. We have a blackout on the ship. If you really are an engineer, then you should be able to localize and fix the problem. What are you proposing? We let you out of the cell. You repair the engine. And we put in a good word for you and your story. But don't you dare try anything stupid. I'll try my best. Gut. Also, eine Hand wäscht die andere, ne? And? So heißt es schön. What can you see in the engine room, Fatima? I think I've already been able to locate the problem. I have a really bad feeling about her getting her hands on our engine then. It's irresponsible. Wait a minute. I think I can start it back up using this. Wow. The machines are up and running again. Sauber. I have to Dann say, I'm kind of impressed. That was great. kann's ja Fatima. weitergehen, ne? Maybe there's some truth to your story after. You trust her? Seriously? Let's head over to the Ro-Ro ferry first, Coleman. I'm just gonna clean up here a bit, and then I'll join you. Coleman, I've been thinking. What is it, Finn? We desperately need a new engineer on board. Good personnel is hard to come by. And Fatima was able to fix. Oh no, Finn. No, 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 no. She's a suspect in a crime, Finn. There hasn't been any proof yet that she's actually guilty. She doesn't even have a visa. We can get her one if the check doesn't turn up anything. Now that we've seen her work, I believe her story. Besides, I like her. My God, Finn, she's completely messed with your head. But what would actually be wrong with it? Da hat sich wohl einer verliebt. You're the boss. But don't say I didn't warn you. Fatima, Yes? you're looking for a job as an engineer? You're joking. I can only dream about a job like that. Do you think you could hold your own with a Coastguard crew? You mean I'm supposed to... On your... We can put in a good word for you at the very least. I don't know. Do you think that... Yes or no? Yes! Yes, of course I do! Na, Gott sei Dank. Also, die Küstenwache-Crew trifft Fatima, ein neues Besatzungsmitglied. Unerklärt bleiben die Hintergründe. Warum wurde Fatimas Schiff angeblich vom Besitzer selbst beschossen? Ah, da werden wir nochmal auf die Spur gehen. Fatima
on board. So, das ist unser neuer Abschnitt. Ja, ich mache hier ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's dann weiter, Leute. Wenn ihr dieses Spiel auch mal spielen möchtet, eine nette Story, mal gucken, wie es weitergeht, könnt ihr das gewinnen. Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr dann zu Part 1 und dort einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann könnt ihr es auch gerne über meinen Partner Gamesplanet kaufen. Dort ist es im Angebot und ja, da könnt ihr es direkt runterladen über Steam dann. Also macht's gut, bis dann Leute, wir sehen uns. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich auch sehr gerne hier einen Daumen hoch da lassen. Also, bis dann.